Hallo zu einem neuen Video von mir. Nachdem die Folge 7 mit dem Tränkenwärmer bei euch so gut angekommen ist, war ich so motiviert und habe mich gleich wieder an die Arbeit gemacht, um für euch rechtzeitig fürs Frühjahr auch wieder einen informativen, nutzbringenden Film zu drehen. Heute möchte ich euch mal meinen Hühnerstall vorstellen und all seine Vorzüge nennen, denn nicht nur meine Hühner lieben ihn, sondern auch ich, weil er super praktisch ist. Egal, ob ihr für dieses Jahr einen neuen Stall plant oder auch so gerne experimentiert wie ich bin mir sicher, dass ihr euch jetzt einige tolle Ideen rauspicken könnt. Wir haben ihn in 5 Jahren immerzu weiterentwickelt und optimiert. Dabei haben sich 30 Pluspunkte herauskristallisiert. Also seid gespannt, ich zeige euch jetzt jeden einzelnen. Gleich vorweg: Mein Hühnerstall dient als reiner Schlafplatz für die Hühner. Wasser und Futter stehen im Hühnergehege überdacht an einem trockenen Plätzchen. Denn ich möchte Nager und Wildvögel sowie eine Riesensauerei in meinem Hühnerstall vermeiden. Bei Vogelgrippealarm kann ich problemlos eine überdachte Voliere an meinen Hühnerstall andocken. Für meine ersten 4 Hühner hatte ich einen kleinen Fertigbausatz mit einem Mini-Auslauf. Doch dieser war nur so lange im Einsatz, bis der neue, abgecycelte Hühnerstall fertig gebaut war. Doch wie kam ich eigentlich zu diesem tollen Hühnerstall? Mein Vater, der Imkermeister, hat aufgrund seines Alters in seiner Imkerei seine Bienenvölker stark reduziert. Da hatte er einen Bienenstand übrig und ihn mir angeboten. Irgendwie auch ein schönes Erinnerungsstück. Da kam mir die Idee. Den bauen wir zu einem möglichst kompakten, praktischen Hühnerstall um. Wie ihr ja sicher wisst, sind an einem Bienenstand die Fluglöcher unten. Somit war klar, dass das eine größere Aktion mit dem Bau meines Hühnerstalls wird. Die Hühner sollen ja schließlich oben rausschauen können. Doch was wurde von dem alten Bienenstand noch verwendet? Die Front, diverse Holzbalken, die handgefertigten Stahlstelzen und zum Teil Scharniere, der Rest ist Neumaterial. Die genauen Maße könnt ihr hier im Film sehen. Was wir im Gegensatz zum Bienenstand auch noch verändert haben, ist die Tiefe des Hühnerstalls. Diese haben wir auf 0,90 Meter vergrößert. Aktuell habe ich Platz für ca. 10 bis 12 Zwerghühner auf ca. 2 Kubikmeter plus den Abstellraum. Da mein Plan schon immer maximal 6 Hühner waren, wollte ich meinen Hühnerstall so bauen, dass ich noch einen Abstellraum dazu integriere, zum Beispiel für einen Sack Sägespäne und meine Utensilien, die ich zum Ausmisten brauche. Dieser Abstellraum ist mit einer flexiblen Trennwand abgetrennt. Ich kann also meinen Hühnerstall jederzeit vergrößern, indem ich die Trennwand herausnehme, entweder für mehr Hühner oder ich verwende ihn als Kükenbereich. Genauso wie der Bienenstand auf Stelzen stand, wollte ich das bei meinem Hühnerstall ebenfalls übernehmen. Das Tolle sind die handgefertigten Stelzen. Diese lassen sich sogar in der Höhe verstellen. Der Vorteil der Stelzen liegt für den Hühnerhalter darin, dass er in einer angenehmen Höhe den Stall ausmisten kann und die Hühner haben unter dem Stall eine nutzbare zusätzliche Fläche. Die Hühner können sich darunter stellen, haben dort immer ein geschütztes Plätzchen, Schatten und man kann den Platz auch wunderbar für ein Sand- oder Staubbad nutzen. Was ich vom Bienenstand ebenso für den Hühnerstall übernommen habe, ist das Dach mit Kippfunktion. Dieses lässt sich in mehreren Stufen öffnen. Die Kippfunktion sorgt für besseres Lüften im Sommer wie Winter, reduziert den Geruch und das verwendete Trapezblech hält super dicht vor Regen, Hagel und Schnee. Was wir uns neu ausgedacht haben, ist die Rückseite. Diese kann in der ganzen Länge komplett geöffnet werden, sogar mit einer Arretierung der Türe. Hier wird der Griff einfach an einem Nagelkopf eingehängt. Man hat durch die großzügige Öffnung den Stall in der ganzen Breite im Blick und super viel Platz und kann optimal ausmisten. Was ich bisher auch noch nie gesehen habe und zu unserem Baustil sehr gut passt, ist das integrierte Oberlicht aus Plexiglasscheiben.
das sich über die ganze Breite des Hühnerstalls zieht. Die Hühner sehen auf den Stangen, wenn die Sonne aufgeht, da sie in Richtung Osten blicken. Sie haben von der obersten Sitzstange eine schöne Aussicht auf ihren Auslauf und in den Garten. Und wir sehen von außen, wie viele Hühner auf der Stange sitzen, ohne diese zu stören. Für mich das absolute Highlight und in Bezug auf Hühner die beste Erfindung ist die automatische Hühnerstalltür von Omlet. Diese funktioniert mit und bei mir ohne Stromanschluss, mit 4x AA-Batterien sehr zuverlässig. Sie öffnet morgens und schließt abends, so wie ich sie programmiert habe, nach Zeit. Sie kann aber auch nach Dämmerung programmiert werden. Ich werde über den Display über den aktuellen Ladezustand der Batterie informiert. Wenn sich der Strom dem Ende zuneigt, meldet die Steuerung zum Beispiel nur noch 30% Reststrom. Unsere ersten Batterien haben 4 Jahre gehalten. Das ist doch echt genial. Die Hühnertür ist mit Sicherheitssensor ausgestattet, damit kein Huhn stecken bleibt und passt an alle Hühnerställe und Ausläufe. Die Tür kann nach links oder rechts öffnen und ist individuell anbaubar. Das mit Abstand komfortabelste und beste ist, man kann ausschlafen. Man kann sich abends auf die Hühner verlassen und muss nicht pünktlich zu Hause sein, wenn man mal unterwegs ist. Wenn man mal im Urlaub ist, macht es die automatische Hühnerstalltür viel einfacher für die Urlaubsvertretung. Meine Hühnerstalltür ist bei Minusgraden noch nie eingefroren, da sie wettergeschützt angebracht ist. Ich habe sie so positioniert, dass die Legenester und die Sitzstangen vor Zugluft geschützt sind. Sie scheint vielleicht im ersten Augenblick etwas teuer zu sein, ist aber wirklich jeden Cent wert. Mit einer akkubetriebenen Überwachungskamera erkenne ich, ob alle Hühner im Stall sind, egal von wo aus in der Welt man mit dem Handy kontrolliert. Der Bewegungsmelder der Kamera zeichnet zum Beispiel auch Rangeleien im Stall auf. Generell sind Webcams auch außerhalb vom Hühnerstall sehr nützlich, da sie den Hühnerhalter auf mögliche Eindringlinge wie Marder, Fuchs oder Waschbär aufmerksam machen. So können diverse Sicherheitsmaßnahmen rechtzeitig ergriffen werden, bevor es zu spät ist. Außerdem haben wir an der Oberseite des Hühnerstalls ein verzinktes Drahtgitter mit einer Maschenweite von 2 cm verbaut zum Schutz vor Räubern. Für die Hühnerleiter haben wir ein Holzbrett verwendet und dieses mit Ästen bestückt als Stufen zum besseren Hoch- und Runterlaufen der Hühner. Diese Stufen dienen als Rutschschutz, falls die Leiter mal eingeschneit oder vereist ist. Die Leiter ist eingesteckt und somit abnehmbar. Auf die Holzbodenplatte haben wir einen PVC-Boden ausgelegt und darauf eine Teichfolie gelegt. Beides ist beim Großputz herausnehmbar und abwaschbar. Auf dem Holzboden des Hühnerstalls sind alle Zwischenräume dick mit Kieselgur eingestäubt. Alles zum Schutz wegen der roten Vogelmilbe. Auch die Wände sind größtenteils mit Metall- und Teichfolie verkleidet. Hier wurden die Zwischenräume auch dick mit Kieselgur eingestäubt. Die meisten Wände sind somit auf den Metallflächen leichter abflammbar und abwaschbar. Als Sitzstangen haben wir 1,85 Meter lange Natursitzstangen aus dicken Haselnussästen verwendet. Diese werden 2-mal pro Jahr gegen neue ausgetauscht. Die beiden Holzleisten sind dick mit einem Holzöl eingelassen. Die Sitzstangen lassen sich beim Ausmisten nach oben und unten klappen. Anstelle eines Kotbretts haben wir ein Holzgestell gebaut, einen Holzrahmen mit Füßen. Darauf lege ich die beiden Kotbleche mit Sägespänen und darauf wird ein abgerundetes Kotgitter mit 9 cm hohen Füßen gestellt. Die Hühner können auf dem Kotgitter problemlos laufen und tapsen nicht direkt im Kot, da der Kot meistens direkt auf die Kotbleche fällt. Das PVC-Gitter ist sehr robust und langlebig. Als Kotbleche verwende ich 2 gebrauchte Alubackbleche von einer Großbäckerei mit einer Größe von jeweils 58 x 58 cm. Das Gute daran ist, Alu rostet nicht. Das ist bei dem aggressiven Hühnerkot sehr vorteilhaft.
Die Alubleche sind ebenfalls stabil und leicht im Gewicht. Die Alubleche und das PVC-Gitter lassen sich super leicht und sehr gut reinigen. Für die Legenester verwende ich stabile große Werkstattkisten aus Kunststoff mit den Maßen 0,50 x 0,30 x 0,20 Meter. Diese sind ideal für große Hühnerrassen und natürlich auch für Zwerghühnerrassen. Wenn man die Kiste mit genügend Stroh ausstopft, finden es die kleinen Rassen darin natürlich auch sehr gemütlich. In meinem Hühnerstall habe ich aktuell Platz für 4 Legenester und bei Vergrößerung des Hühnerstalls natürlich für mehr. Die Legenester lassen sich einfach entnehmen und super leicht reinigen. Auf diese glatte, abwaschbare Oberfläche kann sich die Vogelmilbe nicht festsetzen. Die Boxen sind auch als Brutnester geeignet und können mitsamt der Glucke in den Kükenstall versetzt werden. Ich baue, wenn ich Küken habe, immer eine kleine Leiter für die Küken dran, damit die Kleinen auch einfach über den Absatz der Kiste gut aus dem Nest kommen. Die Legenester sind rundum geschützt vor Zugluft. Ich habe das Gefühl, die Hühner finden den Platz der Nester dort sehr angenehm und kuschelig. Die Trennwände zwischen den Nestern vermeiden Rangeleien beim gleichzeitigen Eierlegen und die darüber liegenden Alubleche sorgen ebenfalls für Geborgenheit. So sind die Hühner total ungestört und entspannt beim Eierlegen. Meine gesamte Hühnerschar, die ich schon hatte, haben alle das ruhige Plätzchen sehr gemocht. Für den Boden und die Kotbleche verwende ich Sägespäne. Die habe ich immer verfügbar. Sie sind gut saugfähig und sparsam in der Verwendung, sowie staubig, also wieder ideal gegen die rote Vogelmilbe. Weitere Vorteile meines Hühnerstalls sind: Er kann sehr platzsparend an den Rand eines Hühnerauslaufs platziert werden. Aufgrund seiner geringen Höhe habe ich meinen Hühnerstall unter Bäumen aufgestellt, damit er beschattet wird und im Sommer nicht so stark aufheizt. Er kann bei Bedarf im Garten beliebig verstellt werden, da er nicht fest im Boden verankert ist. Das Dach kann mit Hilfe der Kippfunktion bei großer Sommerhitze tagsüber oft mehrere Stunden geöffnet bleiben, weil durch das angebrachte Drahtgitter keine Räuber eindringen können. Das Durchlüften mache ich idealerweise kurz bevor die Hühner in den Stall wandern. Man muss bloß aufpassen, falls doch mal ein unerwarteter Regenschauer einsetzt. Da der Stall hauptsächlich als Schlafplatz genutzt wird, werden die Laufwege bzw. die Bodenfläche des Hühnerstalls kaum eingekotet. Es sind nie Nager oder Wildvögel im Hühnerstall, da die Futterstelle außerhalb liegt. Es ist kein Stromanschluss notwendig, da die automatische Hühnerstalltür und die Kamera mit Batterien funktionieren. Es wird wenig Einstreu benötigt. Der Stall ist in wenigen Minuten ausgemistet. Bei 4 Hühnern reicht einmal Ausmisten pro Woche. Es lässt sich alles einfach herausnehmen für den Großputz. Als letzten und sehr wesentlichen Vorteil möchte ich die Kompaktheit meines Hühnerstalls zur Desinfektion, Vorbeugung und Vernichtung der roten Vogelmilbe hervorheben. Klar, Mensch und Tier freuen sich jetzt schon über die bevorstehende warme Jahreszeit. Aber gerade wir Hühnerhalter kennen die damit verbundenen Probleme mit den Plagegeistern, nämlich vor allem der roten Vogelmilbe, nur zu gut. Gerade bei warmen Temperaturen lauert dieser Parasit in den Hühnerställen und möchte sich an den Tieren festsaugen. Mit der Größe meines Hühnerstalls lässt sich mit 3 bis 4 gleichzeitig brennenden Schwefelstreifen eine Bekämpfung gegen die rote Vogelmilbe optimal durchführen. Ein Befall war übrigens auch der Auslöser für diesen Kanal Hühnerglück. Die Idee mit der aus der Imkerei stammenden Methode fand ich so gut, dass ich sie unbedingt mit euch teilen wollte, und es entstand mein allererstes Video. Für weitere Details klicke einfach rechts oben auf die Infokarte. Diese Methode kann euch vor unliebsamen Überraschungen bewahren. So, jetzt bin ich auf ganze 31 Vorteile meines Hühnerstalls gekommen. Das finde ich eine beachtliche Zahl, denn es gab über die Jahre ja immer wieder Verbesserungspotenzial. Das ist vergleichbar mit einem Hausbau, denn wenn man mit dem Bau fertig ist, fallen einem noch zig andere Ideen ein, die man hätte umsetzen können.
Waren ein paar wertvolle Tipps für dich dabei? Dann gib gern einen Daumen nach oben und werde Abonnent, um kein Video mehr zu verpassen. Ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen und bin gespannt auf dein Feedback. Hab eine schöne Zeit. Bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!